So, Luna ist jetzt in der Party für Stroll und kann so ziemlich alle Standard-Archetypen jetzt Now, where was I? mit sich rumschleppen. Aber jetzt will ich erst mal lernen, wie das mit den Masken funktioniert. Would you look at this? Mir scheint, du hast eine neue Verbündete gefunden. Und dieses Mal einen recht unerwarteten Charakter. Durch das Erwachen deiner Verbündeten wurde ein neuer Archetyp namens Masketänzer enthüllt. Er hat eine recht interessante Macht. Ich habe dafür ein neues Spezialexperiment vorbereitet, um seine Kraft auf die höchste Stufe zu Now bringen. then. Die Details werde ich bei meinen Vorlesungen erklären. Komm gerne vorbei, um mir zuzuhören. So, you've acquired a new archetype. Es sieht so aus, als hättest du dir einen neuen Archetyp angeeignet. Ich möchte dich vom Herzen dazu ermutigen, hier seine Fähigkeit zu studieren. Wie wär's, wenn ich erstmal was über ihn lese? In alten Zeiten lebten Helden, die bekannt für ihre prächtigen Maskerade waren. Ihre Seelen formen gemeinsam die Macht des Maskentänzers. Unter ihnen die Elite, die Masken trägt, um ihre Macht zu fördern und in sich selbst ein neues Ich zu finden. Ich nenne sie Persona-Meister. Natürlich, Persona-Meister. Der Maskentänzer-Archetyp ist einer und doch viele. Er bringt die Möglichkeiten in sich zum Vorschein und kann auf jede Situation reagieren. Aber eine so breite Palette an Mächten kostet große Mühe und hat ihren Preis. Die Stärke des Tänzers ist bestimmt von seinen Masken. Er rüstet Masken aus und kann so seine Widerstände und Angriffsmethoden verändern. Daher hängen seine Stärken direkt davon ab, dass er passende Masken findet oder herstellt. Nice. Aber dich haben wir lange nicht mehr gestreichelt. Hallo Plateau. Das Spezialexperimente-Menü wurde in Akademia freigeschaltet. Nutze Spezialexperimente, um Gegenstände herzustellen, die bestimmte Archetypen im Kampf verwenden. Du erhältst die nötigen Materialien für Spezialexperimente von Gegnern im Kampf. Hello. In truth, Die Wirker von Wiederherstellungsmagie werden in diesem Land hoch gehandelt. Über den Mechanismus der Heilkraft ist vieles noch unbekannt. Natürlich gehören magiebegabte Heiler meist hohen Schichten an. Sie genießen das sofortige und ausdrückliche Vertrauen ihrer Mitmenschen. Ich glaube mich zu erinnern, dass dazu sogar eine Dissertation veröffentlicht wurde, die nahelegte, dass Heilmagie nicht nur körperliche Wunden heilt, sondern auch seelische. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Sanktische Kirche versucht, die mit Sündern verwendete Magie zu monopolisieren, um Anhänger zu gewinnen. Ja. Juna hat außerdem bei jedem Archetypwechsel Sailor Moon-mäßig auf die Macht der Liebe what would you care to gepocht. know? This right here. What would you care to know? This right here. All right? Please. What would you Okay. care to know? Zeig her. Wie funktioniert das? Kann eine Maske des Magiers herstellen, eine Maske des Kriegers, Maske des Ritters, Maske des Diebes. Okay, da habe ich mehr als genug. Stellen wir eine her. Einmal die Maske des Kriegers, bitte. Weiße Maske des Mondes.
Müsste eigentlich genug haben, um von jedem eins herzustellen. Und eine Maske des Diebs. Für Diebfertigkeiten ausrüsten, halbiert Fensterschaden, macht den Träger aber anfällig für Blitz. Magierfertigkeiten, halbiert Frostschaden, anfällig für Stich. Halbiert Feuerschaden, anfällig für Wind. Halbiert Hiebschaden, anfällig für Blitz. Cool. What now? Anfällig jetzt für Blitz, genau. Wind. Hab aber den Häcksler und den kritischen Schlag gelernt. Und den Hiebschub. Mhm. Hat eine hohe Chance, allen Gegnern einen kurzen Prozesstreffer hinzuzufügen. Das ist ziemlich, boah. Hast du einfach nur die... Ja, nimm die Diebesmaske. Oh, you'll come Interessant. again, won't you? Hier steht auch nichts Neues. All right then. Vielleicht nicht jetzt. Na dann. Schlafenszeit. Sure. Good night.
wir werden spät nachts noch gestört. Dürfen wir jetzt endlich Juna die Hand schütteln, damit auch alle anderen den Maskentänzer lernen können? Oh, good. You're still awake. Ich hoffe, ich habe meine Vergewaltigungspfeife dabei. What's the matter? Hast du was auf dem Herzen? Something on your mind? No, not in particular. Once we're back tomorrow, I'll sneak the formula back into Luis's room. Even if he suspected us, he'd never work out that we got to the capital and showed it to Rella in a single night. He won't find out about our mission. Er braucht nur einen Untergebenen. Es muss nicht mal einer sein, der einen Namen hat, der unseren Fairnessläufer beobachtet, und der wird sehen, dass der sich auf einmal in Luft auflöst. Ich sollte Juna bitten, die Maglerschlüssel, die wir auf der Charadrius gestohlen haben, zurückzugeben, für alle Fälle. Ich werde sie ihr später geben. You know, I'm a bit surprised. I thought I was fine doing all that infiltration at Luis's place. Turns out I wasn't. Finally having others who know the truth, and having gotten to see my sister, I didn't realize how exhausted I am. And you personally saved me from danger back there. I'm terribly grateful to you. You're lucky, really. I'll have you know I'm rarely this candid. That's the forbidden text you mentioned in Luis's room, is it? I've seen him reading it from time to time. What's it like? Can I read a bit of it? Ja? The prevailing culture of the world is one of freedom in all things. No faith, fealty, or philosophy enforces ideology. All are free to create, and all are free to embrace those creations. This culture's influence spreads throughout the world. It is even said that a song of peace was powerful enough to bring an end to war. Oh, how inspiring. It's hard to imagine that a single song could be so influential. I wonder what the world would be like if a song really could reach all people's hearts, no matter their status or tribe. We Nydia, we're all liars, you know. Everyone told us we were inherently worthless, just a fact of our birth. So I learned some glamours to make myself at least look valuable. Plastic surgery? This form. It's all just a fancy disguise, really. A gilded mask for the world to admire. Or not. No, do forgive me. That was all lies, lies, lies. Okay, wie siehst du wirklich aus? I don't think it's necessarily a good idea to reveal yourself entirely. But you should always have the freedom to. If these new powers are to give form to my ideals, I want to create a world where we can appreciate each other's freedom. I'll make sure everyone hears that in my songs, no matter what happens. Ich habe die ganze Nacht mit Juna geredet, die Bibel gelesen. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Now, prepare to hear the race's next challenge.
let's find out where our fierce competitors are bound. To recap, the 20 candidates with the current highest approval on the King's Rock will be the only ones to proceed. All others will be disqualified. I'd say the results of the exhibition are sure to have spread by now. Let's have a look at the standings, shall we? In first place, the undisputed winner, bane of sea monsters and savior of the people, our very own Handicapped. And the traitor Luis in second, despite not actually being in the race. But in third, we have the warrior monk captain, Master Guido. Furthermore, In the end, everyone but Luis is just representing the Sanctus Church. What's your point? I dare say that's a relief. We'll finally be done with all this chaos. A return to normalcy. Ha! Normalcy. Funny how it's only the rich who miss how things used to be. But now Count Luis has the people behind him. He'll save the common man. yes, we're all keeping our ears out for a response from Luis's faction. But we do have one standout who's seen a stunning jump in popularity since the exhibition. The lad responsible for exposing the sins of the Sanctoress Joanna. Valiant human slayer. Yes, it's the young elder. Ren! Right! Wasn't expecting that one. Nameless to famous in a single night. Just like that, he's in the top 20. Oi, crier man, where's the windbag? The one what acted all high and mighty over a tiny human head. Who? Oh, right, that Gladell or something. No sign of him, probably saw the writing on the wall and dropped out. So it really was all talk then? The disgrace to the Rusum, hiding his inadequacy behind Luis's authority. Unverschämt, dieser Händler. But the boy candidate isn't the only one in the spotlight. We've a rising star by the name of Katharina. Die eigentlich aufgehört hat, aber cool, dass sie immer noch dabei ist. Some big ideas, that girl. I hear she plans to put a price on every wealthy head if she takes the throne. And what's wrong with that? If they're sitting on most of the kingdom's money, they can afford to hire a little extra security every day. Let them sweat it out. Now here's a surprise. We've got a Mastari candidate still in the running. And my sources say they hail from, well, Virga Island. A pagan island, but they're filthy barbarians. Besides, nobody could compare to Lord Milo. The final roundup's actually looking pretty diverse. We're just about ready to announce the next leg of the race. Bedeutet, ich habe meine Wette verloren und 15.000 in den Sand gesetzt. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass ich unter die Top 20 komme. And that's the bell! Thank you for waiting, ladies and gents. It's time to begin the second round of the tournament for the throne! First of all, congratulations to the 20 who have won their places on the King's Rock. You are now officially the winners of the first round. Let's give them a hand! No sign of Luis. Even if he does plan to take over, suppose he's still not eager to play by their rules. I haven't seen Juna this morning either. I heard some nobles say she had a job suddenly come up. Better that the audience doesn't see her with us, anyway. Now, at long last, we are ready to announce their next challenge. This time, the task for the candidates is recovering and offering a divine relic! What? A relic? Don't worry, we're
happy to explain everything. You'll not want to forget this, so we've arranged for you to hear it from an unforgettable voice. To tell us more, please welcome to the stage our guide, our songstress, the lovely Lady Juna! Her sudden obligation revealed, I suppose. Wie viel Haarspray, damit die Haare so halten? Chosen heroes! Your next destination is Altaberry Heights, the capital of the Principality of Montario. You are to gather there by the deadline, with a divine relic in hand to offer the Sanctus Church. Closure. Tragically, there are still heathens in this land who choose to reject sanctism. They care nothing for salvation. They cling to strange idols, calling them divine relics, believing them gifts from their eldritch gods. But their rituals are unstable, and their relics just primitive magic tools. It is time we put an end to this misguided witchery. Take these relics from the pagan's grasp and bring them to the birthplace of sanctism, Altaberry Heights in Montario. Please deliver them to their rightful place in God's hands. May all our aspiring heroes be blessed with good fortune and the favor of God. I pray for your success. Got a real presence before a crowd, doesn't she? Positively plucks at your heart. Nicht nur mein Herz. Focus, Iceland, focus. By the deadline of the second round, Altaberry will begin the festivities for the autumnal Montario Saints' Day. This two-day event kicks off on Saints' Day Eve, with the main celebrations on the day proper. And this year's event will be historic. His Eminence, Sanctifex Forden, will be personally sealing the collection of the pagan relics. Du sammelst auch welche, hoffe ich? To celebrate, the songstress Juna will be dedicating a ceremonial song. You won't want to miss this, folks. Now, ladies and gentlemen, on my mark, let the second round of the tournament for the throne begin! They're unabashedly ordering them to steal relics from pagan land now. That's plunder. They would steal our very culture. Okay, bist du der Nächste, der sich uns anschließt? That candidate's a Mustari. Small wonder he's so aghast. Forden's stooping to a new low. Welchen neuen Tiefpunkt? What new low? By and large, the Mustari are a pagan people. Their relics are cultural touchstones, vital to their hearts and faiths. And Forden's just ordered us to loot them as we please. But in our case, we won't even know what we're doing until Luis gives the order. Either way, we're bound for Altaberry. It's further east. We've a long trip ahead of us. Oh, my shoulder hurts. I don't care if it's the Crown Theocracy. You'd think they'd ask me a little sooner than the morning of. Wie schnell hast du dich denn bitte umgestylt? Juna Swift. Still managed to put on a hell of a show for him. Lady Juna, Count Luis has sent for you. And you lot too, I suppose. Looks like our first job's come in. These men have me running all over.
We're back, Lord Luis. Funny, isn't it? Since the Gladell incident, you've been inseparable from this gang. Well, one has to keep one's chauffeur in line, don't you think? Hey, heard you got a gig at the Sanctus Festival? Good on ya! Thanks. Though I don't know if it's worth celebrating. Seems to me it's to keep Lord Luis in check. Putting me on stage the whole time might keep you from crashing their Saints' Day party. And if we try anything, they'll use it as an excuse to blacklist you. Just the kind of shite you'd expect from those Sanctist stooges. Scheit. Sag mal, fällt wirklich keinem auf, wie viel anders er aussieht als ihr? You need fear nothing. It is Forden who now stews in his dread. That he seeks the divine relics is common knowledge. But who would simply give up an idol on par with the god's reverence? He has all but commanded that we take it by force. The king's magic ruined his schemes. You humiliated him in the public eye. And in one desperate final grasp for authority, the fool has placed his fate in my hands. Forden's game will soon end. Let us at least give him the finale he deserves. Was haben Sie vor? What are you planning to do? What? Do you need to hear it repeated? I will give Forden his death. And what of the king's magic? You'll see soon enough. For now, you need only follow my orders. Your task is to obtain a certain divine relic on my behalf. The artifact in question is a lance known as Dracodius. Dracodios. The Draco implies something to do with dragons, I presume? Suffice to say, the lore behind this particular relic intrigues me. You will acquire it in time for Saints' Day, and bring it to me. Pretty high stakes, my lord. You sure you want this crop of novices on the job? Soll ich dir mal den Arsch versohlen und dir zeigen, was für ein Anfänger ich bin? Rest assured, my other agents have their own relics I've assigned them to pursue. I've no urgent need for this lance, nor for them, should they fail. I'll go along and keep an eye on them, shall I? You can bet that if they try and run off with the relic, I'll put a stop to it. You certainly are attached to them, aren't you? Well, it's their first formal assignment in your service, after all. I can be your eyes and ears. So be it then. You may act accordingly. So, my lord, where can we find this fancy lance? Find your clues elsewhere. You have nothing further from me. Prove you think as well as you fight. May we both find success in the pursuit of our shared vision. Ich weiß, wo ein Drache abhängt. Ja, der müsste im Gasthaus zurückgeschafft. Bisher wissen wir allerdings nur, dass das göttliche Relikt Dracodios heißt. Alright. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als irgendwo Informationen zu suchen. Da mal los. Ja, machen wir. Keine Angst. Die Weihzeremonie. Eine besondere Zeremonie, die von der Kronentheokratie zum zentralen Ereignis des diesjährigen Heiligen Tagfestes in Montario erklärt wurde. Es sollten gefährliche Relikte im Königreich im Namen des Sanktismus gesammelt und weggeschlossen werden, um das Volk zu beruhigen. Dies ist zumindest der offizielle Tenor, aber im Endeffekt wird einfach die Zurschaustellung der Tapferen im Brilhafen weitergeführt als zweite Zurschaustellung für das Thronturnier.
Obwohl dies als Raub von Gegenständen bezeichnet werden kann, die dem heidnischen Glauben wichtig sind, der sich bisher dem Einfluss der Kirche entzieht, die sich hier nicht die Hände schmutzig machen möchte, sammelt die Krontheokratie auch so gefährliche Waffen mit unbekannten Kräften. Ein gutes Vorzeichen für die Zukunft. Der Heiligen Tag von Montario. Ein sanktischer Feiertag, der jeden Herbst in Alterbury begangen wird. Das größte sanktische Fest, bei dem fromme Anhänger sogar Gefahren in Kauf nehmen, um einmal im Leben die Pilgerfahrt machen zu können. Gemäß der religiösen Schrift segnete Gott die Lande der Erde 4-mal mit seiner gütigen Hand. Die letzte Segnung erfolgte im Herbst und das wird hier gefeiert. Die Schriften besagen außerdem, dass der Monolith das weltliche Zeichen von Gottes Gunst ist und die ertragreiche Kornernte des Herbstes die Frucht seines Segens. Und das Fürstentum Montario, eines der 3 Länder, die zum Königreich Ukronia gehören, liegt im Osten des Kontinents. Alterbury, seine Hauptstadt, ist eine zumeist eingeschneite Bergstadt und besitzt Land, das dem Sanktismus heilig ist. Die Hälfte des Landes hat ein kaltes Klima und den vielen vornehmen Rossant- und Clémat-Familien dort macht die Kälte wenig aus. Ihr Einfluss ist dort größer als in anderen Hauptstädten. Der derzeitige Lord gehört dem Stamm der Rock an. Alright then. Okay, wir haben hier eine Bar. Alright then. Hey, Betrunkener, hast du Informationen? Ja, ich kenne dich von der Sache mit dem König, richtig? Stinkt nach Alkohol. Ich mag ihn eigentlich gar nichts fragen, aber wenn wir schon mal hier sind. Wissen Sie etwas über eine göttliche Lanze? Oder über irgendwelche Mustari? Oh, really? Göttliche Lanze? Gewalt? Mustari? Sind das die mit den Masken? Ich habe jemanden in der Taverne essen sehen mit einer Maske. Sie nehmen nicht einmal beim Essen ihre Maske ab. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Oder, Moment, vielleicht nehmen sie doch ihre Masken ab. Nun, jetzt wissen wir, dass ein Mustari in einer Taverne gesichtet wurde. Glaube ich. Well met, eh? You are. Eine göttliche Lanze? Das ist doch heidnischer Unsinn, oder nicht? So etwas sollte man einen Klemmer wie mich nicht fragen. Haben Sie hier einen Mustari gesehen? Jemanden, der so aussieht, als würde er etwas wissen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nichts weiß, oder? Wenn Sie irgendwo hingehen, wo viele Leute sind, gibt es dort sehr wahrscheinlich einen Mustari oder 2. Ich glaube, Sie meiden Orte mit vielen Leuten, wenn ich ehrlich bin. Aber mal sehen, ob es hier in der Gegend etwas gibt, was passt. Proper aces. Oh, fine. Honey, that's the one from the exhibition. Ah, ja, Gin. Nanu, warum plötzlich so unhöflich? No. Alles, was zählt, ist, dass ich meine nötige Unterstützung bekomme. Ich muss meinen Rivalen nicht schmeicheln. Meine Güte, was für eine widerwärtige Kröte. Was ist nur mit dieser Welt los, dass ein Schleimbeutel wie er als namhafter Kandidat gilt? That's the one from the exhibition. Oi! Wonderful. What am I gonna do, eh? Grand, innit? Dear me. Stari, ich weiß nichts, außerdem mit beschäftigt, also werde ich Wait a jetzt. second. Die Kleinigkeit hilft, egal welche Informationen Sie haben. Wissen Sie, für so einen bekannten Kandidaten sind Ihre Mittel um Informationen zusammen ziemlich amateurhaft. Haben Sie von mir irgendwelche anderen Leute angesprochen? Sie können nicht ein paar wenige Leute ansprechen und glauben, Sie bekommen, was Sie suchen. Geben Sie sich Mühe, sprechen Sie alle an, seien Sie nicht wählerisch. Allerdings sollten Sie sich den Ort, an dem Sie suchen, gut aussuchen. Viele Leute sind mit ihrer Arbeit beschäftigt, haben keine Zeit.
Ich würde jetzt zur Taverne gehen, Stammkunden ansprechen, die sich dort entspannen. Mehr kann ich Ihnen nicht helfen. Let's see. Ja, wir werden zur Taverne gehen, aber... Wonderful. Wonderful. Er hat mich schon mit Logik geschlagen. Vergiss das nicht. Aber ich soll mit allen reden, also rede ich mit allen. That's terribly unfair. That's enough now. Natürlich, jeder ist neidisch auf Milo. So foolish, it arouses great pity. Das sind diese Elder. Sie haben mir wirklich Nerven. Wie können sie es wagen, sich vor einem Gläubigen blicken zu lassen? Sie haben eine Saktorin hinrichten lassen, nur um ihren Status zu verbessern, nicht wahr? Sie gotteslästernder, dreckiger Elder. Und es ist nicht allein ihr Dreck. In letzter Zeit haben sich auch eine Menge Heiden in dieser Gegend herumgetrieben und geplündert. Orden wird ihre befleckten und barbarischen Stämme bestrafen und Gott ebenfalls. Wow, habt ihr gehört, was er abseits von all dem Quatsch ausgeplaudert hat? Das über die Heiden in der Nähe. Ha, immerhin haben wir außer Kopfschmerzen noch etwas von seiner Hasstirade. Frage mich, ob noch einer von ihnen in der Gegend ist. Lasst uns suchen. Wonderful. Beg pardon? Ab in die Bar. I'm just incredulous. Hey, Verzeihung. Pardon, but you have Ah, business with Sie me. beide sind das. Müssen Sie mich anquatschen, wenn ich esse? Bin zu Gast in dieser Taverne, nicht verpflichtet, mit irgendwelchen Feen zu reden. Wenn Sie etwas wissen wollen, wäre es doch wohl sinnvoll, erstmal die Angestellten zu fragen. I'm just incredulous. Hey, listen. Huh? Ich habe eine Frage. Eine göttliche Lanze. Ich weiß nicht, ob Sie da die richtige Person fragen. Halt, Moment. Draußen hat sich jemand gerade erst darüber ausgelassen. Er trug eine große Maske, wahrscheinlich Mustari. Er schien sich sehr darüber aufzuregen. Er hat sich über die Lanze aufgeregt, dann weiß er vielleicht das ein oder andere. Wissen Sie, wo er hin ist? Ich glaube, er wollte ein Boot zur Insel nehmen. Wenn er in Richtung Küste will, wird er sich wohl zum Bazar der Händler aufgemacht haben, oder nicht? okay, so Wenn wir uns beeilen, können wir ihn vielleicht erwischen. Auf zum Bazar. Hey, listen. I'm just incredulous. hey, Das sind deine Mustari, richtig? Sind Sie die Person, über die in der Taverne gesprochen wurde? Wir versuchen alles über die göttliche Lanze zu erfahren, was wir können. Können Sie uns irgendetwas dazu sagen? You see, Suchen Sie die Antwort beim Häuptling statt bei mir. Er wird jeden Moment mit dem Schiff auf die Insel zurückkehren. Er wird eine Maske tragen und einen Stab bei sich führen. Beides wird seit Generationen weitergegeben. then Wenn das der Fall ist, sollten wir lieber schnell den Bazar der Händler aufsuchen und nach einer Person mit einer Maske suchen. Alright then. Kann ich schnell reisen? Go. Habt ihr noch nicht best? Welcome. hang on. Reden wir auch erstmal mit dem Glücksspieler. Hey, er ist weg.
soll der Scheiß? Mach sie nicht Sorgen. Nein, das ist mein voller Hubert. Ernst. Wortspiele. Ich sehe einen Mustari. Now what am I to do? Did I wind up here? Stop! Hang on, what if... Isn't that... Look at that! Oh, da ist dein Gesicht, das man gerade so erkennen kann. Es ist so winzig, dass man es übersehen würde, wenn man dich nicht kennt. Wenn die Leute nicht wüssten, was mit dem Schutz der Königsmagie passiert ist, würden sie wohl kaum glauben, dass du jetzt unter den besten 20 bist. Platz 1 wie immer Vorden, Louis, Shido. Anderen erkennt man kaum, weil sie so klein sind. Ist das da vielleicht die heilige Rella? Sie nimmt zwar nicht am Turnier teil, ist aber dennoch beliebt. Ich nehme mir meine Kohle, danke. Now what am I to do? Whoa, check this out. Der Mustari da drüben. I can't believe this. He would have them all take what they please. This same atrocity all over again. Damn him. And damn his crown theocracy. He's in quite a state. Though I can hardly blame him, with everyone ordered to ransack his homeland. For now, how to approach him? Jetzt haben sie es wirklich übertrieben. They've really crossed the line. Wait. You're not with the Sanctus Church. One of the few who aren't, it seems. I don't know much about divine relics, but I know all too well what it's like to see your homeland threatened. The divine relics are symbols of our faith. More than that, they are the soul of our culture, our history. Followers of the old native beliefs worship idols that are known to conduct magic, which they call divine relics. But unlike the igniters of modern times, they are primitive in make and function, and often dangerous. So said my studies, at least. Oh, far from it. Divine relics aren't primitive in the least. That's just Sanctus propaganda. Really, it's the opposite. Most of these relics are powerful beyond belief, and igniters are just our crude imitations of them. If you'd ever seen one yourself, you'd know the difference. They don't call them divine for nothing. With powers like that, they might as well have come from the gods. You're that songstress. Didn't expect to hear all this from you, after what you said for the crowd. Well, a job's a job. But as I'm sure you're aware, pagans aren't the only ones oppressed by the church. You really are well informed. And it sounds like you know something of oppression. Did you perhaps come from the Mage Academy? Details, darling. I've seen abuse of powers before, and I'd rather not see it again. The other candidates seem bent on taking relics by any means necessary. But you all seem different. To be fair, we are looking for one. The only relic we know by name right now is Draco Dios. The Lance of the Dragon God. So that's why you came up to me. I suppose anyone would want our homeland's greatest treasure. The Lance is no secret we're trying to hide. Truly, I hope mainlanders come by the scores to see it. Our village is on an island in the World Tree's embrace, where the Dragon God sleeps. On a clear day, you can see it from this land. An island across the ocean. You mean Virga Island, then?
It is a large island in the inland sea. Most of its inhabitants are Mustari, and it remains the only place in the land where sanctism has not taken root. I'm not out to abolish sanctism myself. I just don't want everything we believe in to be destroyed. So that's why you're in this race. I thought I could change the world. And then I saw the truth. What a fool I was. I've not introduced myself yet, have I? My name is Edeni. Take my advice. Forget about Dracodios. We can't hand it over, and you'll never reach it anyway. Wir haben nicht vor, es uns mit Gewalt zu nehmen. We don't intend to take it by force. Even if you did, you'll not find any ships that sail there. And that's only the first obstacle in your way. Take my word. It's no place for an outsider. It's time I stopped chasing a fool's dream. I need to face reality. And if you're smart, you'll do the same. Well, sounds like Dracodios is on Verga Island somewhere. Is there really no ship passage there? This is the biggest port in the kingdom. Zum Glück haben wir einen verrückten Erfinder, der ein Fairnessläufer bestimmt doch zum Schwimmen bringt, bevor er ihn zum Fliegen bringt. 'Tis true. His words reminded me. Thanks to both sea currents and cultural tensions, the only merchant ships passing Verga Island embark from Montario. But Montario's on the other side of the bloody sea. You can't seriously be suggesting we go there first and then loop back to Verga. We'd never make the deadline. Then let's ballywell conquer this inland sea ourselves. Hast du wieder getrunken, Miras? Don't worry, chums. I'm on the job. You worried about Lady Juna? Actually asking this time, not just prodding. Shut up. Tell. You still don't trust them, do you? How can I? We've only known them for a matter of days. Look, the whole Gladell mess, you really think they're innocent? Then let's go with them, yeah? Me and you. You do whatever makes sense to you, Del. You know I'll follow wherever you go. You never could keep your mouth shut, eh? Infidelio. Ja, das war zu erwarten. What the? Wait a second. You're not saying this thing can sail now? Quite right. While you lot were hobnobbing at old Luis's soiree, I had his run all to myself. And believe you me, I got quite an eyeful. Came away full of ideas. After all, this old girl wasn't designed as a land runner alone. All about modular design, don't you know? Flexible jointage. So I did a bit of tinkering. But why? We'd not even spoken of the island until moments ago. Island Schmeiland, milady. Look at the map. What's our shortest route to Montario, eh? A straight shot through the inland sea. Huh. A man has a point. That never dawned on me. Besides, I've kept my ears open, what? Here there be monsters and all that rot. You'll need more than a ship for these waters. You'll need a proper sea runner. Oh, right! Miras, you weren't at the exhibition, so you wouldn't know. Forden already killed the big sea monster out there. It had a huge head. Ja, hat gelogen. Really? Don't tell me you're making the trip in that. Why are you two here? Bodyguard duty, Lady Juna.
we're along for the ride, especially since you're bound for some remote wild island. These poor newcomers are working so hard and you still can't trust them. Or is it me you don't trust? We're here on Master Luis's orders. I'm sure I don't have to outline the pecking order there. Lügner. Or do you have a problem with us being around? Rather. We're running short on beds. Oh, don't worry. Dell doesn't take up as much space as me. Oh, belt up. Besides, you really expect this rust bucket to survive a night at sea? If you don't like it, leave. Nobody's forcing you to come. Laut seiner Aussage tut es Luis. Looks like we're crewmates then. Nothing like a sea voyage for a bit of fun, yeah? This is a fine mess. Wasn't expecting them along. What do you think their angle is? Sie wollen Juna bewachen. Ah, nein, sie misstrauen uns immer noch. They probably still suspect us. I agree. We definitely crossed a line with the whole Gladell incident. Suppose that's that, eh? I'll do a last check on her amphibials, make sure she's shipshape. Give me a shout when you're ready. Habe ich eine Deadline, wann ich los muss? Edeni, der junge Dorfvorsteher der Mustari-Dorfs. Mustari-Dorf ist auf der Insel Virga. Als seltener Progressiver unter den Mustari verließ er die Insel, um am Thronturnier teilzunehmen und Licht auf die alten Bräuche und die Behandlung des Stammes auf der Insel zu werfen. Enttäuscht über das von Vorden angeführte nachdrückliche Vorgehen der Kronentheokratie und seine eigene Ohnmacht, beschließt er jedoch, sich aus dem Turnier zurückzuziehen. Unterdrückung der Magierakademie. Ein bewaffneter Konflikt, der vor einigen Jahren ausbruch, als die königliche Magierakademie im nördlichen Montario gewaltsam von den vereinten Kräften der Staatsarmee und der Mönchsarmee der Kronentheokratie geschlossen wurde. Laut den Aufzeichnungen kam es zu einer erbitterten Schlacht, bei der so viele Soldaten fielen wie bei einem kleinen Krieg. Der offizielle Grund für die Mobilmachung gegen die Akademie war die Durchführung unzulässiger, regierungsfeindlicher Forschung wie das Zähmen eines gefährlichen Drachen ohne Genehmigung des Königreichs. In Wahrheit wurde die Aktion jedoch von Vorden angeheizt, der nicht wollte, dass die Lehren, die Geschichtsdarstellung und die magischen Zünder der Kronentheokratie von moderner magischer Forschung untergraben werden. Die hohen Verluste entstanden nicht im Kampf, sondern durch die gedankenlose Zerstörung von Artefakten, die in der Akademie untersucht wurden. Dadurch geriet der Drache in Rage, was zu völliger Vernichtung führte. Drakodios. Das göttliche Relikt, auf das Luis die Gruppe ansetzte. Es gilt bei den Mustari-Dorfbewohnern von Virga als heiliges Objekt, dem der Geist des Drachengottes innewohnt, den die ansässige Religion verehrt. Es schien unwahrscheinlich, dass sie es noch einfach einem Außenseiter überlassen würden, doch am Ende. Spoiler, ihr Penner. Göttliches Relikt. Alte Relikte, die ähnliche Kräfte wie Zünder besitzen und in Gemeinschaften weitergegeben werden, die indigenen Religionen anhängen und nicht dem Sanktismus. Die Kronentheokratie nennt sie göttliche Relikte, weil sie die Gottheit repräsentieren sollen, aber Juna meint, die Wahrheit sei nicht so einfach. Ja, dann. Alright then. Darf ich irgendetwas machen? Let's go. Hast du zum Beispiel eine Waffe für Hey. What are you pining Lady for? Juna? Außerdem habe ich Sachen zum Begutachten.
Wir kommen zurück, wenn es günstiger ist. Das kaufe ich gerne. Good. Wie sieht's mit Spezialrüstung aus? Young man. Welcome. Ne. Nada. Young man. Thank you kindly. Brauche ich noch ein paar... Ah, you've come. Das Zeug war nicht schlecht, also nehmen wir ein paar davon mit. Now then. Verkaufen unseren Schmodder. Thank you kindly. Juna offenbart sich als Mitglied des Widerstands, was Gallica überrascht. Das dient als Motivationsschub, da es Hoffnung gibt. Keiner will was von mir. Ich darf nicht Where to? in die anderen Städte reisen. Und ich darf auch sicherlich nicht in der Arena kämpfen, oder? Ne. Why, you? Wir haben keine Zeit für Kämpfe. Bla 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 bla. Ja, dann fahr halt ab. Go. Wenn ich nichts machen darf, darf ich halt auch nichts machen. Young man. Oh. What? Lutscher. Ugh, come off it. Alright then. Wo war nochmal der Typ mit seinen Kräutern? Yeah? Bevor ich mich endgültig aus dem Staub mache. Beg pardon? Hey! Can we talk? Hey! Okay, der Laden scheint ein Geheimnis zu haben, welches ich aktuell noch nicht erkenne. Wahrscheinlich muss ich irgendwann in die Stadt einfach zurückkehren.